willkommen zu einem wahnsinnig ultimativen Bad Hair Day und dem Video für diese Woche. So, ich tue euch mal ein bisschen weiter raus. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, oh mein Gott, Kathi, was hast du da für ein Outfit an? Also auf jeden Fall ist dieser Rock mein Objekt der Begierde für diese Woche. Und ja, wunderschön. Tatsächlich ist das Muster eigentlich echt geil. Das finde ich richtig cool. Aber ja, also dieses Low-Waist Debakel hier ist halt nicht so geil. Ich habe den Rock geschenkt bekommen, lustigerweise, und es hängt immer noch der Preistag dran. Es hängen sogar zwei Preistags dran. Also es hat ursprünglich 90 € gekostet und dann wurde es für 25 verkauft und jetzt habe ich es für 0 € bekommen. Und aus diesem Rock möchte ich heute in einen Quickie Thrifty coole Shorts machen. Ja. Und dafür tue ich jetzt erst einmal das da weg, weil, keine Ahnung, das schaut irgendwie komisch aus. Das schaut aus, als ob ich bei Game of Thrones mitspiele. Und ich werde den ganzen Rock einmal so, also da hinten gibt es übrigens einen Reißverschluss. So, so tragt man das. Ich bin mal wieder ein Fashion-Genie. Hardcore. Das ist der Reißverschluss, den es hinten gibt, und den Teil muss ich natürlich dran lassen, es sei denn, ich tue mir den ganzen Scheiß und aber der ist so schön nahdverdeckt eingenäht, dieser Reißverschluss, und glaubt's mir, ich möchte mir das echt nicht oder den ganzen Scheiß nochmal. So schön würde ich den wahrscheinlich nicht hinkriegen, also der bleibt auf jeden Fall drin, ich spare mir einen Haufen Arbeit. Oh yeah, sexy. Ja, let's do this. So, ich fange jetzt mal an, die Hosen auseinanderzunehmen. Erstmal kommen die weg und dieses Überlappungsdings da werde ich auch auftrennen und diesen Reißverschluss eben bis zu einem gewissen Punkt eben abtrennen, also vor allem das Futter. Und dieser Reißverschluss ist jetzt quasi meine Guideline für dieses L von dieser Hose, und dann nehme ich einfach eine Hose, die mir gut passt, und spur quasi die Umrisse nach. Ja, und da, also wirklich, ich probiere eben diesen Reißverschluss zu erhalten, weil, ja, ich kann das nicht mehr so schön einnähen, wie der schon eingenäht ist. Und so habe ich dann quasi mein Rückteil von der Hosen. Und dann trenne ich da den Bund ab. Der ist rechts auf rechts da zusammengenäht, deshalb kann ich da einfach die Naht durchschneiden. Und aus diesem Vorderteil tue ich jetzt auch meine Ohrseiten von meiner Vorderhose ausschneiden. Einfach auch wieder eine Hose, die dir gut passt, einfach nachspulen. Und durch das, dass es eben so ein Faltmechanismus war, dieser Rock, habe ich genug Stoff für 2 Teile, die ich dann einfach rechts auf rechts zusammenlege und an der Schnittnaht entlang nähe. Und ich mache das mit einem normalen Gradstich und dann versäubere ich mit der Overlock. Und das ist hier mein Bund. Genau, da kann ich nämlich dann dieses Zeug da wegtrennen, und dann habe ich einen wunderschönen Bund mit schon einer umgebügelten Nahtzugabe. Und wenn ich das dann fertig gemacht habe, bei der Vorderseite kommt der Bund wieder dran. Und da kann ich mich wunderbar orientieren an diesem Knick, der schon gebügelt ist. Und ja, und denkt dran, wenn ihr einen großen Bund habt, dass ihr dieses Maß vom Bund von der Hose quasi abzieht, weil sonst werden euch die Hosen viel zu lang und ragt euch über den Busen drüber, und das wollen wir ja nicht. Genau, das tue ich zusammennähen, wunderbar, und zwar wieder mit einem Gradstich und versäubern mit der Overlock. Ihr könnt natürlich auch einen Zickzackstich nehmen etc. Dann tue ich den Rest von dem Futter und die Seitenteile auch mit der Overlock versäubern, wunderbar, und dann nehme ich wieder mein Rückteil. Und da muss ich eben jetzt diese Schrittnaht noch nähen, ja. Und wenn ihr das macht, schaut wirklich, dass ihr einen tollen Übergang und einen smoothen Übergang quasi zwischen der originalen Naht und eurer neuen Schrittnaht macht, weil sonst kommt da so ein Huckel. Und ihr habt dann einen Huckel mitten am Arsch. Und das wollen wir auch nicht. Also da nehmen wir jetzt wunderschön dieses L entlang. Und dann stutze ich eben noch die Nahtzugabe. Und ich will das dann später auseinanderbügeln und natürlich nochmal extra versäubern. Und damit ich das dann gescheit machen kann, muss ich dann diese Mini-Originalnaht nur auftrennen. Und da ist wichtig, dass ihr über die Originalnaht zumindest einmal drüber näht, damit die nicht aufgeht. Sonst löst sich ja ein ganzes Hinterteil auf. Und dann bügele ich das auseinander. Ich bügele eigentlich immer alles. Ich filme das nur nie, weil ich gerne
außerhalb meines Zimmers bügele, weil es ist so sakrisch heiß, ich sag's euch. Danach tue ich jetzt rechts auf rechts das Vorder- und das Hinterteil zusammenlegen, das abstecken und anziehen. Und das schaut so ein bisschen komisch aus, wie ich das da zusammengesteckt habe, aber glaubt's mir, ich habe es angezogen, so passt es am besten, so nice zusammen. Und danach kann ich dann die Schrittteile, die ich davor auch noch versäubert habe, zusammennähen. Schaut, dass die zwei Mittelnähte sich quasi schön treffen, sonst verschiebt sich das alles und das ist irgendwie auch nicht schön. Ja, das pinne ich zusammen und nähe dann 2 Nähte immer von der Mitte aus. Das habe ich einfach für mich so herausgefunden, dass es für mich so am besten geht. Und dann schlage ich noch die Hosenbeine zweimal um und ich werde mit der Hand nähen, damit man kein Naht sieht. So, meine Lieben, ich nähe jetzt gerade diese Hosenbeine fest und wie ihr vielleicht seht oder erahnen könnt an der nicht mehr erhellten Zimmersituation, es ist Nacht. Also so viel zu, oh ja, dieses Mal wird so quickie thrifty, innerhalb einer Stunde. Ja, nee, es hat doch ein bisschen länger gedauert. Und ja, mein Zimmer ist unter anderem so dunkel, weil nur eine Glühlampe funktioniert. Ich komme einfach da oben nicht drauf, die Decke ist so hoch, also ja, dann bleibt halt mein Dumper, gell? Oh man, ja, und ich nähe das jetzt an hier. Und dadurch immer probieren, ein Mini-Stofffetzerl von der Hose selber und dann ein Mini-Stofffetzerl von diesem umgeschlagenen Bund durch dann so zusammennehmen. Und ja, meine Handnäh-Skills sind echt gigantisch not. Aber es ist eigentlich bei solchem Stoff relativ simpel, weil man sieht es dann von vorne eigentlich wirklich nicht und es schaut so viel schöner aus. Und jetzt. Auf jeden Fall mache ich das und schon nebenbei die Bachelorette. Also, ja, So, ich gefällt mir, wenn ihr auch wunderbar. Und man sieht von außen wirklich fast gar nichts. Und jetzt kann ich oben beim Bund diese Ziernaht machen, die ja auf der Rückseite immer nur da ist. Und durch diese Ziernaht kann ich dann auch gleich quasi mein Futter an dem Bund befestigen, damit mir das nicht immer hochrutscht. Weil das ist jetzt viel kürzer wie beim Original. Ich glaube, ich habe von Anfang an nie gesagt, dass ich eigentlich eine Hose machen will. Ja, ich will eine High-Waist-Hose machen aus diesem Low-Waist-Plastikbock, falls man das noch nicht gecheckt hat. Und aus ein paar Überbleibsel durch jetzt so lange Tunnel nähen, wie ich das schon Milliardenmal gemacht habe. Das kennt ihr ja schon, das Spiel. Einfach umdrehen, wunderbar. Und dadurch dann noch 2 Zierstiche rechts und links einnähen, genau, damit das schön flach bleibt. Und so mache ich dann quasi so Gürtelschlaufen. Und da mache ich 4, 2 vorne, 2 hinten, die ich dann einfach so annähe, da wo ich das einmal umklappe, damit die rohen Kanten nicht draufschauen und dann ein paar Mal drüber rattern und Fingers crossed lassen, dass die Nadel nicht bricht. Und fertig. Meine High-Waisted Hosen ist fertig. Yes, mit wunderschönen nahtverdeckten Reißverschluss hinten. Und hier haben wir nochmal ein wunderschönes Vorherbild. Tada! Vorher, wunderbar, schön. Oh mein Gott, so beautiful, dieser Rock. Und nachher, yes, wuhu. Ich finde es super cool, dass es so high-waisted ist. Taylor Swift hat solche Hosen oft an und ich finde es immer so lässig. Natürlich könnt ihr die ja länger machen, ja. Also ich trage sie halt einfach gerne so kurz, wenn ich high-waisted trage, aber please, ja, macht das einfach länger, wenn ihr euch da wohler fühlt. Ich finde es super cool. Sie hätte ein bisschen enger sein können, das stimmt. Aber ich wollte einfach ein bisschen großzügiger sein, damit ich mich nicht so eingequetscht fühle und prinzipiell, dass ich auch noch was essen kann, ja, ohne dass ich zerplatze. Ja, nee, ich finde es super cool, weil dieses Karo-Dings, der Bumster-Muster ist ja auch voll Trend, habe ich gehört, ja. Also ich lese diese ganzen Fashion-Zeitschriften nicht, aber angeblich ist das voll Trend. Wir sehen uns nächste Woche, da habe ich was ganz Besonderes für euch, wenn ich fertig wäre. Also, ich freue mich auf nächste Woche. Bis ganz bald. Ciao, ciao, ciao.